Hallo alle miteinander, liebe Grüße aus Sibirien. Heute ist mal Autoreparaturtag. Ich muss mein Auto mal ausräumen. Man sieht, mein Auto ist eine fahrende Werkstatt, Elektrotechnik. Für meinen Job unabdingbar. Ich muss immer alles im Auto liegen haben, was benötigt wird. So, das erste Mal gemacht haben, der Luftfilter, die Schrauben hier, neu. Die Gummis abgeschnitten und Schrauben mit Kontermutter, weil mich das nervt. Immer wieder gelockert und flappert rum. Neuer Luftfilter ist drin, mein Sohnemann hilft mit. Der alte Luftfilter liegt hier, der sieht doch ganz gut aus. Aber ich habe ihn mal ausgeklopft. Hier kam so viel Unmengen Feinstaub raus, dass es doch notwendig war. Zündkerzen haben wir auch gewechselt. In der Reihenfolge, wie sie hier liegen. Zylinder 1, 2, 3 und 4. Ich denke mal, sehen ganz gut aus, aber schon stark abgenutzt. Die hatte ich zuletzt gewechselt bei Kilometerstand 125.000. Jetzt haben wir 150.000. Und seltsamerweise auf der Packung steht auch in Deutsch drauf Zündkerzen. Und für die, die es interessiert, das Päckle Zündkerzen hat mich gekostet 1200 Rubel, etwa 12 Euro. Und der Luftfilter war 600 Rubel, etwa 6 Euro. Ja, das war es jetzt, was man erzählen kann. Bisschen schmutzig vom Winter. Nächste Woche gibt es eine Motorraumwäsche in einer privaten Werkstatt. Und jetzt will ich mich mal daran machen, irgendwie den Ölfilter da unten rauszukriegen. Öl ablassen und Ölwechsel zu machen. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Zu meiner Schande muss ich sagen, ich kann die Zündkerzen selber nicht beurteilen, begutachten. Ich habe viele Jahre meines Lebens Diesel gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr was in den Kommentaren schreiben wollt, ob die gut aussehen oder nicht gut aussehen. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, ja, aber es sind abgenutzt, die Elektroden. Deswegen hat er auch ein bisschen rumgespackt, der Lader. Und ich denke jetzt, nach den ersten Reparaturen im Frühling, wird es besser werden. Jacke musste ich ausziehen, wir haben heute schon 12 Grad plus draußen. Sehr angenehm bei uns in Sibirien. Liebe Grüße an die Community, bis zum nächsten. Und dann kommen wir zum Teil 2. Wenn sich jemand noch daran erinnert, aus den alten Videos letztes Jahr hatten wir hier ein Problem. Und zwar, dass hier hinten das Teil rausgebrochen war, hatte ich neu eingeschweißt. Das ist schätzungsweise mehr wie 6 Monate zurück, oder noch länger, und es hält. Bin ganz zufrieden. Das mal ein kurzer Rückblick. Es funktioniert also. War nicht ganz einfach, weil dieses Teil an sich zu bekommen, neu, ich wollte es neu haben. Keine Chance zurzeit. Gibt es im Katalog, Ersatzteilkatalog von Niva, von Lada, aber nicht zu bekommen. Ich bleibe dran, ich will mir 2 Stück besorgen für beide Seiten und wenn ich mal Lust und Laune habe, wird das mal irgendwann, wenn man eine große Sache ist, am Lader rausgetrennt und neu eingeschweißt. Und fertig. Jetzt hält es erstmal, funktioniert. Bin ganz zufrieden. Und das sind hier, ihr seht unsere Speikreifen. Haben sich ganz schön abgenutzt, die kleinen Dingerchen, die waren am Anfang fast 5 mm. Ich denke, im Winter geht es noch. Dann machen wir neue rein. Die gibt es als Zubehör zum neu einsetzen. Die sind eingeschraubt oder eingesteckt, keine Ahnung. Irgendwas gibt es die zu kaufen und die kann man sich selber wieder reinmachen, wenn man sie braucht. So, und jetzt geht es weiter zum nächsten Teil. Müssen wir uns mal unter das Auto legen. Ja, meine Kamera hatte sich abgeschaltet, als ich mir das Auto gelegt habe. Keine Ahnung warum. Hier haben wir das Teil ausgebaut. Ups. Und man sieht, das war schon vom Vorbesitzer einmal geschweißt. Ich packe jetzt mein Schweißgerät aus und dann werden wir das Ding mal wieder zusammenpappen. Und hoffen, dass es eine Weile hält. Bis wir dann irgendwann mal ein neues bekommen, weil ich will doch ein neues haben. Weil die Schweißungen vermutlich doch nicht so unbedingt ideal sind. Und bei unseren Straßen mit dem Gerüttel und Geschepper, denke ich mal, ist ein neues Teil besser. Eine Zeit lang wird es funktionieren. Und dann gibt es irgendwann mal ein neues. So, und dann mache ich den letzten Teil vom Video heute, wenn ich es unten wieder reinschraube. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran zuzusehen, was wir hier machen. Unser Leben in Sibirien. Bis zum nächsten Teil. So, das ist das Ergebnis. Hauptsache es hält. Nicht schön, aber selten. Da immer Fragen hat, was ich für ein Schweißgerät habe. Das ist ein ganz einfaches aus dem Baumarkt, nennt sich Svaris 200. Gab es bei uns im Leroy Merlin Baumarkt und die Schweißermaske dazu.
Die Kabel habe ich schon erneuert. Die waren anfangs Aluminium, jetzt sind es Kupferkabel. Ja, ansonsten, es hat damals um die 12.000 Rubel gekostet, was etwa 120 € sind. Nach einem halben Jahr war die Endstufe durch, die MOSFETs. Da hatte mir ein guter Bekannter, ein Ufer, Elektronikspezialist, gesagt, wir bauen stärkere ein, Japan-Importe. Da haben wir damals nochmal fast 8.000 Rubel investiert und die Investition hat sich gelohnt. Das Gerät schweißt wesentlich besser, stabiler, mit einem stabileren Lichtbogen, sehr angenehm. Und die Endstufe hält bis heute. Kann mich nicht beklagen. Also wir haben wesentlich bessere Qualität eingebaut und ein bisschen stärkere MOSFETs. In der Endstufe es sind insgesamt 8 Stück drin. Man kann mich nicht beklagen. Also für diejenigen, die da neugierig sind, was ich benutze. Naja, und Handschuhe habe ich in der Zeit nur die einfachen Gummihandschuhe, die reichen zu für das bisschen. Die guten Schweißhandschuhe finde ich momentan nicht. Bei mir ist wieder mal ein bisschen Zeit zum Aufräumen der Werkstatt. Und jetzt bauen wir es ein. Bis gleich. So, die Arbeit ist für heute beendet. Federinge haben wir natürlich neue genommen. Das gute WD-40, machen wir keine Schleichwerbung, gibt es bei uns auch. Damit habe ich die Schräubchen gängig gemacht, damit es funktioniert. Und jetzt knie ich mich ein letztes Mal unter das Auto. So. Hier sitzt der Spaß. Eingebaut. Und fertig, ich hoffe es hält. Natürlich ganz da oben die beiden Schräubchen. Die waren ziemlich schwierig wieder reinzukriegen, aber ich habe es hingekriegt. Passt. Alles sitzt. Bin ganz zufrieden. So, und jetzt ist Feierabend bei mir. Wir werden heute den Sonnenschein genießen in Familie, machen einen kleinen Ausflug ins Dorf und in die Berge. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Anschauen unseres Videos. Ich hoffe, ihr habt das gehabt. Und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Sibirien, euer Matze.